Hallo! Heute in unserer Hallo. wunderbaren Videoreihe von Young Caritas in Europe interviewe ich den Gregor von der Young Caritas Österreich. Hallo Gregor. Hallo Irene, grüß dich. Hallo. Gregor, wie sieht es bei dir aus? Wo arbeitest du gerade? Bist du im Homeoffice? Bist du im Büro? Und seit wann? Tja, ich bin seit 13. März sind wir in Österreich alle in Homeoffice, zumindest also flächendeckend. Das ist schon eine Zeit her. Und jetzt gerade seit ein paar Tagen sitze ich in einer wunderschönen alten Scheune. Habe ich hier meinen Arbeitsplatz in einer schönen alten Scheune mit herrlichem Blick ins Grün. Das ist die Sahnenseite der Corona-Krise. Und davor hatte ich sehr beengte Arbeitsverhältnisse, weil ich wohne mit meinen 3 Kindern und mit meiner Frau auf 80 Quadratmeter. Das heißt, es war very tiny. Und genau, es war herausfordernd, da im Homeoffice zu sein. Aber seit 13. März volles Homeoffice. Wir fahren jetzt langsam wieder hoch. Das heißt, Bürobetrieb beginnt peu à peu, noch unter Social Distancing Maßnahmen. Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird, etc. etc. Das heißt, es spielt sich jetzt gerade ein und man beginnt langsam wieder hochzufahren. Aber wir können bis Ende Mai sollen wir, so dass es gut möglich ist, und das ist bei uns gut möglich, Homeoffice machen. Wie ist denn bei euch so die Stimmung? Also ist denn quasi die Idee, das muss jetzt ganz schnell wieder alles gelockert werden, oder seid ihr eher noch so, also wie ist bei dir die Stimmung? Geht dir das alles zu schnell oder wird es jetzt langsam auch mal Zeit? Vielgestaltig. Also grundsätzlich finde ich, also gesamt betrachtet, ist es Zeit, dass sich das Leben wieder normalisiert. Ich glaube, das wünscht sich ein jeder von uns. Einerseits. Andererseits war diese Ausnahmesituation für mich persönlich fordernd, aber auch spannend und schön und hatte ihre schönen Seiten. Die werde ich sicher vermissen. Aber ja, jeder freut sich wieder darauf, wenn das Leben wieder in seinen normalen gelenkten Bahnen geht und man wieder mehr Freiheiten und mehr Interaktionsmöglichkeiten und mehr Bewegungsraum hat. Ja. Was war denn für dich die größte Herausforderung in den letzten Wochen? Große Herausforderung war, sich auf das Ganze einzustellen, oder? Das war ja emotional aufregend, das war logistisch aufregend, man musste sich das Leben neu organisieren, man musste sich die Arbeit neu organisieren. Arbeit und Privates sind ineinander verschmolzen, zusammen. Ja, das musste man sich alles organisieren. Ich finde jetzt gerade den Ausstieg auch, also den Ausstieg, der es zurzeit ist, so die Zahlen weiterhin sich so gut entwickeln jetzt gerade, den finde ich total spannend, weil der emotional mich anders erwischt als der Einstieg. Der Einstieg war aufregend und wow, wir erleben alle etwas gemeinsam. Das war auch ein spannendes Gefühl, sozusagen wir alle sind in dieser Situation. Und es haben gefühlt auch alle mitgezogen. So hast beispielsweise gemerkt, dass sich voll viele Leute bei uns gemeldet haben, bei der Caritas oder auch bei der Young Caritas, um irgendwas machen zu können. Die gesagt, also Leute, die vorher sich noch nicht bei uns gemeldet hatten, haben sich in dieser Krise bei uns gemeldet und haben gesagt, hey, können wir irgendwas tun? Ich will was machen. Es war ein großes Bedürfnis da. Und ein großes Gefühl von, da sind wir alle irgendwie gemeinsam drin. Also das war auch schön. Das hat eine schöne Komponente für mich persönlich. Und jetzt beim Ausstieg bemerke ich, dass ich genervt bin, dass ich eine Spur grantig bin. Das finde ich total spannend, dass der Ausstieg emotional anders ist wie der Einstieg. Und ja, genau. Also ich finde den Ausstieg gerade, obwohl es schön ist, mühsam. Gab es denn auch ein besonders schönes Erlebnis, also wo du sagst, das war irgendwie so das Gute an der Corona-Krise in der Zeit? Ja, das Gute an der Corona-Krise ist, dass wir in der Caritas und also die Caritas grundsätzlich, glaube ich, ist sehr krisenerprobt und versteht es gut in der Zeit der Krise vom Normalbetrieb auf den Katastrophenbetrieb umzustellen. Und dann ist es ein cooles Arbeiten, muss man sagen, weil die Räder greifen perfekt ineinander. Vorher lange bürokratische Wege verkürzen sich und das ist schon ein ziemlich cooles Erlebnis, da gemeinsam sozusagen an etwas zu arbeiten und das ganz konkret im Blickfeld zu haben. Das war schön. Das heißt, ich habe in der Corona-Krise, so wie viele meiner Kolleginnen, eigentlich mehr gearbeitet, also weil einfach mehr zu tun war für uns. Und das war ein sehr schönes Arbeiten. Das war ziemlich cool. Und genau. Und ich finde es cool, dass wir das einfach auch alle geschafft haben, jeder für sich mit seinen individuellen Herausforderungen sich anders zu organisieren und sich auf die Situation einzustellen. Also das finde ich eine große Leistung, die ich und meine Kolleginnen und die anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, das schon geschafft haben. Genau. Herausfordernd war eben, keinen Platz zu haben. Also ich habe viele Zoom-Konferenzen, das heißt, das ist ein unglaublicher Digitalisierungsschub für uns zum Arbeiten, aber gleichzeitig auch für Schulen in Österreich. Also
so digitalisiert wie jetzt waren Schulen nicht. Meine Kids sitzen mit dem Tablet da und machen Hausaufgaben. Also ja, wir sind vom Bildungsbereich her sind wir mehrere Dekaden nach vorne katapultiert worden. Das ist total spannend und das bleibt sicher. Und da ich keinen Platz habe, war mein Büro meine Wohnung. Sprich Legoland, Playmobilland, Chaos, Kinder, Menschen, alles. Und wenn ich Zoom-Konferenzen, also Videokonferenzen hatte, dann bin ich immer im Bett gesessen. Und ich glaube, ich habe mehr Zeit im Bett verbracht wie der John Lennon mit der Yoko Ono. Und das finde ich ist eine tolle Leistung. Ja, schön. Ja, gibt es denn quasi, hat sich jetzt durch Corona auch eine Chance für die Young Caritas ergeben? Also wie hat sich eure Arbeit verändert und habt ihr da vielleicht auch davon profitiert? Die Lage hat sich ganz stark verändert, weil ein Großteil unseres Jobs und der Sachen, die wir machen, wir gehen einfach raus in Schulen, in Betriebe, in Pfarren und arbeiten dort mit jungen Menschen zusammen, machen Workshops mit ihnen, also Bildungsarbeit. Und auch die Aktionen, die wir machen, konnten jetzt nicht stattfinden. Ja, beispielsweise, wir haben das Laufwunder, das ist ein riesengroßer Lauf, da laufen über 20.000 Kinder mit an verschiedensten Orten, abgeblasen. Das heißt, das war mal urherausfordernd, das alles zu managen, abzusagen, runterzufahren. Und dann aber zu schauen, was kann ich trotz dessen machen, weil trotz dessen sind Menschen bedürftig und musst du schauen, dass du diese Menschen unterstützt. Oder gerade wegen Corona sind jetzt noch mehr Menschen bedürftig. Also es ist ja so, dass jetzt viel mehr Leute auf Unterstützung angewiesen sind in Österreich als zuvor. Und da war die Herausforderung eben, wie kann ich das ins Digitale rüberbringen oder was kann ich anders machen, damit ich etwas ersetzen kann. Und beispielsweise, wir haben eben unser Laufwunder haben wir eben ersetzt jetzt mit dem Lesewunder, wo Kids eben mittels Lesen von Büchern sozusagen auch ihren Beitrag leisten können und uns unterstützen können. Und das war ziemlich cool, dass wir das gemeinsam als Team geschafft haben. Und unsere Arbeitsbedingungen waren aber sehr heterogen in Österreich, weil viele von uns Kolleginnen in Kurzarbeit gegangen sind. Das ist ein Modell, das gibt es, glaube ich, in Deutschland auch, oder? Aber das ist eben so ein Modell, wo die Allgemeinheit, also die Arbeitslosensozialversicherung sozusagen übernimmt da einen Großteil deines Lohns und du sozusagen gehst 10 bis, das machst du dir dann mit dem Betrieb aus. Ich bin seit 1. Mai auch in Kurzarbeit, das heißt, ich arbeite jetzt seit 50%. Das heißt, ich bin von 120 auf 50 runtergefahren. Und genau, also das ist herausfordernd für die Kollegen, die heute in dieser Situation sind, weil alles, was du neu machst und was du anders machst, klar. Aber wir schaffen das ganz gut. Also schwierige Bedingungen, aber wir haben neue Projekte aufs Leben, also zu Leben gebracht gemeinsam mit großer Anstrengung und großer Freude. Und andererseits haben wir auch gerade unsere Workshops oder teilweise zum Beispiel Ausstellungen oder so Führungen und Rundgänge, die wir anbieten, haben wir digitalisiert. Also auch hier, das finde ich immer recht kreativ und gut mit der Situation umgegangen. An sich auch gut angenommen, aber halt gerade alles, was mit Schule zu tun hat, ist halt schwierig, weil Schule gerade so anders ist. Und das heißt, da geht es einfach darum, für uns immer so abzuwägen, Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen und sie nicht zu überfordern, weil klarerweise, die haben jetzt ganz andere Probleme, wie was könnte ich denn noch mit meinen Kindern machen oder was könnte ich ihnen zusätzlich noch bieten, sondern jetzt geht es einfach um die grundsätzlichen Sachen. Und genau, das war halt für uns herausfordernd. Ja. Was glaubst du denn, wird sich die Gesellschaft verändern jetzt durch Corona? Also durch diese Erfahrungen, die wir irgendwie alle gemacht haben, die ihr gemacht habt, geht es jetzt so, gibt es wieder normal oder ist irgendwas neu auch? Gute Frage. Weiß ich noch nicht. Es wird sich auf jeden Fall was verändern, weil es verändert sich immer irgendetwas. Ich glaube, die großen Geschichten bleiben. Arm bleibt arm, reich bleibt reich. Da wird sich, glaube ich, wenig verändern, außer dass auf jeden Fall die von Armut betroffen sind oder mehr werden. Das ist sicher so. Aber weiß ich nicht, so die Fragen, werden wir wieder alle in Urlaub fliegen, ganz normal und alltäglich in einem halben Jahr, ja oder nein? Ich befürchte eher ja. Ja. Wäre cool, wenn man weniger oft einfach ganz automatisch zum Flieger greifen würde, also den Flieger wählen würde als Transportmittel. Ich weiß es nicht. I don't know, Irene. Es wird sich zeigen.
Noch so eine Frage quasi so fast schon so ein bisschen rückblickend, wenn wir jetzt so in 10 oder 20 Jahren überlegen, wie war denn das damals mit Corona? Was werden wir uns da erzählen? Was wird das sein, was uns in Erinnerung bleibt? Dass es ein großes kollektives Erlebnis war. Also Mhm. ich glaube schon, dass ich glaube schon, dass das so einschneidend war, dass wir uns alle daran erinnern werden. Also ich gehe fix davon aus. Oder das wird so ein Ding sein wie, naja, wird es so ein Ding sein, beispielsweise wie 9/11, das sich so ins Kollektive. Also ich persönlich werde es memorieren als spannenden, guten Moment, den ich mit meinem Umfeld gut gemanagt und gemeistert habe. Und ich habe auch den Vorteil, dass wirklich in meinem Umfeld niemand von Corona betroffen war. Mhm. Das heißt, mein direktes, unmittelbares Umfeld, ich habe niemanden, ich kenne eine Person, die daran erkrankt ist, aber das war ein leichter Verlauf. Aber sozusagen, es hat niemand in meinem Umfeld leidet wirklich an der Situation, sondern alle sind gefordert, das zu meistern, aber niemand ist jetzt unmittelbar. Also insofern werde ich es als eine verrückte, herausfordernde, aber auch spannende Zeit erinnern. Wie sich kollektiv ob sich in die Geschichtsschreibung einschreibt, weiß ich nicht. Bei so Krankheiten, oder wenn man die spanische Grippe oder so denkt, das wird dann einfach auch wieder vergessen. Ja. Ja. Und das wäre fast zu vermuten, dass auch bei Corona das so sein wird. Also wird es vermutlich nicht so sein wie 9/11, aber ich werde es auf jeden Fall, ich werde mich erinnern. Oder wir alle, die das erlebt haben, oder? Wir waren dabei. Ja. Genau, wir waren dabei. Corona, we're part of it. Ja, ja. Letzte Frage. Gibt es denn irgendwas, was du in der Zeit entdeckt hast, was so ein Tipp wäre für uns? Also hast du zum Beispiel ein Buch gelesen, wo du sagst, war mega spannend oder ein Podcast oder ein Rezept oder so? Hast du irgendwas, wo du sagst, Leute, müsst ihr unbedingt auch ausprobieren? Abgesehen von dem ganz normalen Wahnsinn, sein Leben umzustellen, habe ich nicht besonders viel Neues entdeckt. Habe aber angefangen, super Flammkuchen zu machen. Und also das finde ich total fein. Ich verwende einen Backstein für mein Backrohr und mache da drin lecker Flammkuchen und Pizza. Und ich habe für mich wiederentdeckt, Brot zu backen. Wie, glaube ich, auch ganz viele andere Leute, um eben nicht so oft zum Bäcker gehen, etc. Brot backen. Und das ist schön. Und das wünsche ich mir, dass ich das weitermache. Bin aber noch kein Sauerteigmann. Das kommt noch. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank für die Beantwortung Danke der Fragen. Danke dir, Irene, war schön. Ciao. Na dann auf bald, face to face hoffentlich. Ciao. Ciao.